In diesem Video erkläre ich dir, was der Gini-Koeffizient ist, was es mit diesem Gini-Index aufhat und was ist überhaupt dieses lorenzische Konzentrationsmaß. Moin zusammen, lasst uns mal eine Runde über den Gini-Koeffizienten schnacken. Ob der jetzt Gini-Koeffizient heißt, ob der Gini-Index heißt, habe ich auch schon gesehen. Oder auch lorenzisches Konzentrationsmaß, auch ein richtig toller Begriff für ein und dasselbe. Darum geht es im Großen und Ganzen. Aber nun, was hat das Ganze auf sich? Der Gini-Koeffizient ist der Quotient aus der Konzentrationsfläche, was ich hier rot gezeichnet habe, und dem Dreieck A, B, C. Merkt ihr? Der Anteil von der Konzentrationsfläche an dem Ganzen. Darum geht's. Weil, das habe ich schon in einem anderen Video erklärt, das hat alles was mit der Lorenz-Kurve zu tun. Video verlinke ich dir am Ende. Das ist eben, wenn wir eine maximale Konzentration stattfinden haben. Wenn das komplette Dreieck ausgefüllt wäre, wenn die komplette Konzentrationsfläche das komplette Dreieck hier ausfüllt, dann hätten wir eine maximale Konzentration, dann hätte das ganze Geld der Welt nur eine Person. So kann man sich das vorstellen. Und ich möchte den Anteil von einer maximalen Konzentration und ich möchte den Anteil von der Konzentrationsfläche, die ich eben habe, mit dem maximalen vergleichen, dem prozentualen Anteil herstellen. Und dafür ist der Gini-Koeffizient. Wie ich den Gini-Koeffizienten berechne, unterscheidet sich zwischen einmal habe ich eine einfache Verteilung oder einer gruppierten und klassierten. Zuallererst, der Gini-Koeffizient berechne ich bei einer einfachen Verteilung 1 minus 1 durch n. N ist die Anzahl der Teilnehmer, der Weltbevölkerung oder eben der Leute, die ich jetzt befragt habe, also absolute Häufigkeit zusammengerechnet. Summenspielchen geht los und jetzt muss ich das für alle durchmachen, für alle Teilnehmer, die ich befragt habe. Klammer auf, und jetzt muss ich die kumulierte relative Häufigkeit vom gesamten x, also der prozentuale Anteil von dem gesamten, Beispiel jetzt hier Geld, den hier setze ich hier ein, Beispiel 13%. Aber wichtig ist jetzt hier, ich nehme das von der vorherigen Gruppe, Klasse oder in dem Fall vor dem vorherigen Teilnehmer. Plus eben dasselbe Spiel, wieder die kumulierte Häufigkeit vom gesamten x an dem Anteil von dem jetzigen Teilnehmer. Und das summiere ich. Also das mache ich jetzt mit allen Teilnehmern durch. Das vom vorherigen plus das vom jetzigen. Und dann wieder das vom vorherigen und das vom jetzigen. Und so gehe ich das Ganze durch. Wenn ihr jetzt halt keine Ahnung habt, was ich gerade eben hier schnacke, ich mache euch noch ein Beispiel genau mit Zahlen am Ende des Videos, aber zieht es euch trotzdem noch rein. Also, und so rechne ich das Ganze hier durch. Das ist die Formel dafür. Wenn ich das Ganze gruppiert oder klassiert habe, mache ich dasselbe Spiel. 1 minus 1 durch n fällt weg, merkt ihr es? Summenspielchen geht los. Macht das von dieser Gruppe die kumulierte Häufigkeit am Gesamten, aber von der vorherigen Gruppe von der Klasse, plus dem, wo ich jetzt gerade bin. Klammer zu, mal FJ. Und das FJ ist eben die relative Häufigkeit von den Teilnehmern, die in dieser Gruppe sind am Ganzen. Und dann mache ich das für jede Gruppe und jede Klasse runter durch, rechne das zusammen und dann mache ich das Ganze 1 minus diese Summe. Und schon habe ich den Gini-Koeffizienten für meine gruppierte oder klassierte Häufigkeitsverteilung. Also im Klartext. Was ist der Gini-Koeffizient? Das ist einfach nur eine Kennzahl, ein Indikator dafür, wie stark ist die Konzentration am Ganzen gegeben, prozentual. Dafür nehme ich das entweder einfach gruppierte oder klassierte Formel. Ich setze die einfach ein, rechne es runter, gut ist und schon habe ich es. Was das Ganze jetzt mit normierten Ginis auf sich hat, das erkläre ich auch in einem anderen Video.
Falls du es jetzt verstanden hast, würde ich mich über einen Daumen freuen, lass ein Abo da und ansonsten schau dir bitte nochmal die Videos an, wo ich das mit Beispielzahlen rechne, dann wird es dir bestimmt klar. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut.